Die Sozialhelden sind ein gemeinnütziger Verein, den wir vor 14 Jahren gegründet haben. Und wir begreifen uns als Aktivisten, sind ein gemeinnütziger Verein, denken wie eine Agentur, arbeiten wie ein Start-up, aber für Menschen und nicht, um unsere Miete zu bezahlen. Also wir bei den Sozialhelden engagieren uns seit 10 Jahren inzwischen im Bereich Menschen mit Behinderung, Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung, Barrierefreiheit. Alles Themen, die Menschen mit Behinderung eben betreffen. Ich aufgrund meiner eigenen Behinderung erlebe natürlich nach wie vor tagtäglich Exklusion und Barrieren im Alltag und dass ständig nicht behinderte Menschen definieren, was mir zusteht, was Menschen mit Behinderung dürfen, was sie können, was möglich ist und was nicht. Und in der Behindertenbewegung gibt es ein Motto, das heißt, nichts über uns ohne uns. Und genau dieses Motto versuchen wir bei den Sozialhelden auch zu leben. Also die Ideen, die wir haben, sollten von Menschen mit Behinderung kommen und dann auch umgesetzt werden. Und es geht nicht um Almosen, sondern es geht um das Recht auf Teilhabe. Also es geht darum, dass ganz oft die Leute ja denken, dass die Menschen mit Behinderung für ihr Schicksal selbst verantwortlich sind. Dabei ist unsere Gesellschaft für Barrierefreiheit verantwortlich. Also jetzt, wo wir beide das Interview führen, wir beide sitzen, ja, das heißt, aktuell liegt keine Behinderung vor. Wenn jetzt, sagen wir mal, es hier eine Treppe auf dem Weg zu Ihnen gäbe, dann läge eine Behinderung vor und die sind die Treppen und nicht die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze. Also wir entwickeln natürlich viele Projekte. Ein Projekt ist die Wheelmap, die Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Nachbarschaften weltweit bewerten können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und somit wir gemeinsam die größte Datenbank der Welt bauen, um herauszufinden, wo ich in einem neuen Ort, vielleicht als rollstuhlfahrender Mensch, einen Kaffee trinken kann. Ein anderes Projekt, das wir machen, ist Leitmedien. Das ist eine Online-Plattform für Journalistinnen und Journalisten, die sich darüber informieren möchten, wie sie eigentlich über Behinderung schreiben können, ohne immer die gleiche Metaphern zu benutzen. Sowas wie leidet an irgendetwas oder trotz der Behinderung macht sie das und das, sondern einfach zu sagen, nee, vielleicht ist eine Behinderung auch nur eine Eigenschaft von vielen und es geht nicht darum, dass irgendjemand ein Schicksal hat, sondern es geht vielleicht darum, was die Person tut und was sie ausmacht. Und das ist selten die Behinderung alleine. Es gibt letztendlich einmal das Phänomen, dass behinderte Menschen entweder als Helden dargestellt werden, die tapfer ihr Schicksal meistern, ja, oder aber als Opfer, also die dann irgendwie leiden und Schmerzen haben. Und es gibt relativ wenig Menschen, die einfach dargestellt werden mit ihren Hobbys, Interessen, Leidenschaften oder auch Talenten. Ja, oder auch Charakterschweine gibt es ja wahrscheinlich auch unter den Menschen mit Behinderung. Und das wird sehr oft überstrahlt von diesen vermeintlichen Klischees. Also Design Thinking ist ja gerade so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird in der Innovationslandschaft. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig skeptisch und kritisch. Ich denke, Design Thinking alleine ist nicht alles. Es geht nicht darum, dass man immer nur empathisch sich überlegt, was Menschen brauchen könnten und dann das bei einem Prototypen belässt und das nur mit denen testet. Sondern es geht eben auch ganz stark darum, sich zu überlegen, wie kann man jetzt die Idee, die man hatte, in den Mainstream etablieren. Ja, und was ist der größere Hebel? Oft ist es ein sehr großer Hebel, die bestehenden Strukturen, die es schon gibt, in Form von Unternehmen und Produkten und Dienstleistungen, einfach zu öffnen für das Thema Vielfalt oder Menschen mit Behinderung zum Beispiel, anstatt ein Produkt zu bauen, das das Gleiche versucht, aber letztendlich niemals so gut und so groß sein wird wie etablierte Plattformen. Wir nennen das Disability Mainstreaming. Also die Idee ist, Plattformen wie Google Maps, Apple Maps, Nokia Maps und wie sie alle heißen, davon zu überzeugen, dass die Information, ob ein Ort rollstuhlgerecht ist oder nicht, auch auf ihren Plattformen Sinn macht
und jetzt nicht die ganze Welt die Waymapp kennen muss. Oder auch bei dem Projekt Leitmedien ist die Idee, dass wir den Journalismus generell verändern möchten, anstatt jetzt eine Zeitschrift zu machen von Behinderten für Behinderte zum Thema Behinderung, weil dann bleiben wir in unserer Blase. Und die Idee ist eben auch, den klassischen Spiegel-Online-Journalismus zu öffnen für mehr Vielfalt. Das ist dann Inklusion, ne? Also die Mehrheitsgesellschaft öffnen und die Potenziale in jedem Einzelnen zu sehen und die Gesellschaft so zu gestalten, dass jeder seine Potenziale oder auch ihre Potenziale umsetzen kann. Wir arbeiten immer wieder an neuen Projekten. Ich möchte jetzt nicht zu viel vorweggreifen, aber sicherlich wird es mit dem Thema Waymapp weitergehen. Wir wollen es noch weiter ausweiten in anderen Städten. Wir wollen es noch weiter bringen in größere Plattformen. Wir wollen aber auch mit Leitmedien zunehmend an den Punkt kommen, dass wir auch weitere Angebote schaffen. Wir bauen gerade eine neue Bilddatenbank, wo eben auch Journalistinnen und Journalisten nicht nur über Sprache reflektieren können, sondern auch über Bilder, die sie letztendlich dann als Foto unter ihren Artikel packen. Und all diese Ideen werden wir weiter vorantreiben. Ich wurde eingeladen, hier zum Summit eine Keynote zu halten. Ich war vor Jahren schon mal hier, allerdings als Teilnehmer, und fand es eigentlich ganz spannend. So die T-Kampagne war da gerade relativ neu und fand es einfach mal cool, dieses Motto David gegen Goliath auch mal selber auszuprobieren, weil wir werden niemals alle Goliath sein, sondern wir können alle nur klein irgendwie vor unserer eigenen Haustür kehren und dann vielleicht das Glück haben, mit der Idee irgendwo einen Punkt zu landen. Und hier auf Leute zu treffen, die ähnlich motiviert sind, die vielleicht auch schon Erfahrung gemacht haben, das finde ich immer sehr inspirierend. Und das ist jetzt nicht alles so High Glamour, Glossy, supported von großen Firmen, sondern hier wirklich so ein bisschen hands-on. Wichtig ist, dass man es einfach tut. Und man wird immer auf Probleme stoßen. Und egal, was wir tun, wir werden nie perfekt sein. Und das waren die anderen auch nicht. Und deswegen versucht, macht klug.